Rock'n'Roll muss sterben, damit wir leben können. Diese Maxime sieht man in den Trendbezirken Berlins auf immer mehr T-Shirts und Wänden stehen. Und Chakamak sind für uns die Speerspitze der dazugehörigen musikalischen Schule. Das rotzfrech vor sich hin rumpelnde Garage-Punk-Quartett stellt mit seinen extrem eingängigen Songs jede andere Band dieser Art in den Schatten. 2011 erschien Chakamaks Debütalbum Wild for Adventures. Im August 2014 kam ihre neue EP Im Knast heraus. Wir hören daraus Schimmel. Weil du neu bist, hängen zu bleiben auf Ketamin. Bleib bei deinen Smoothies, Kiwis und Mandarinen. Oh. Und glaub mir, wenn ich sag, meine Klamotten sehen vielleicht lässig aus, aber aus meinen Händen kommt Alter raus. Oh. Hören Fäule, Hartkäse und der schimmlige Mann neben mir sagt, ich verstehe sie. Als ich in ihrem Alter war, dachten wir, das wäre normal. Du, Schlagzeuger, Jo. hast heute Geburtstag. Tja, da kann man nichts machen, oder? Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht können wir ein ganz kurzes Ständchen singen für den Mann am Schlagzeug. Darf ich eins hören? To you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Schlagzeuger, happy birthday to you. Dankeschön! Endlich 18, ja. Daraufhin, genau, meine nächste Frage. Dir am nächsten stehenden Menschen sind natürlich deine Bandkollegen. Was haben dir deine Bandkollegen geschenkt? Oh, ja, man sieht schon, man schmunzelt. Nee, ich habe auf jeden Fall auch das allererste Geschenk heute von meinem Bandkollegen bekommen. Ja, was das gab's? erste war von Lawrence O'Toole. Ja. Und der hat mir seine allererste Gitarre geschenkt, mit der er wow. Gitarre spielen gelernt hat. Und seine erste Gitarre ist jetzt meine erste Gitarre geworden. Du hattest bisher noch keine? Ich hatte bisher noch keine. Ich kann auch überhaupt nicht Gitarre spielen, aber noch nicht eben. Ich bin jetzt auf dem Weg dahin, weil ich auch gerne mal verstehen möchte, wovon die ganze Zeit reden, wenn die da auf ihren Gitarren rumklimpern. Und ja, jetzt nehme ich das in Angriff und ich hoffe, dass die mich auf jeden Fall da unterstützen werden und ich mir nicht irgendwie so einen Lehrer nehmen muss. Aber ich habe ja 3 fantastische Lehrer, direkt hier neben mir zu sitzen. Ich habe mich mal Ganz kurze Frage, hast du ein Feuer für mich? Ja. Vielleicht fahre ich jetzt auch gerade genau den falschen. Nee.
Als Moderator muss man immer Feuer dabei haben. Besonders wenn man dann mit einer Rock'n'Roll-Band zu tun hat. Ne? Super, danke schön. Und genau, dich wollte ich fragen, wir hatten jetzt gerade, wir haben dein erstes Mal gesehen, nicht das erste Konzert, sondern das erste Mal mehr oder weniger Playback. Und wie ist das, wenn man zum ersten Mal Playback spielt? Ja, beschissen auf jeden Fall. Was ist daran beschissen? Ja, wozu gibt es denn Live-Konzerte? Auf jeden Fall, das war jetzt irgendwie verquer und so, ganz lustig, aber Playback ist nicht cool. Was ist daran tatsächlich, du meintest ja auch, es ist schwierig sogar. Ja, weil wir halt lauter sind als unsere eigene Aufnahme und dann hört man nicht, wo bin ich denn eigentlich? Ja. Dann hört man mal rüber zu Giles, der ist eigentlich auch ganz woanders. Ich schätze mal, wenn wir das üben würden, dann wären wir auch eine klasse Playback-Band. Aber Bei euch ist es ja so, dass eigentlich kein Konzert klingt wie das andere. Und möglicherweise ist das der Grund, warum ihr doch relativ viel live spielt, weil immer was Neues entsteht, oder? Kann man das? Ist das mit Absicht oder ist es Zufall? Oder ist es Ja, Bock? wir haben noch nicht die perfekte Setliste, wir arbeiten an der perfekten Setlist. Wie geht die perfekte Setlist? Ja, das ist halt die Frage, wa? Wie geht die, ne? Also, eigentlich, man denkt ja immer so, so ein Konzert muss Höhen und Tiefen haben, aber eigentlich braucht ein Konzert nur Höhen. Und genau da müssen wir irgendwie hinkommen und genau die Setlist müssen wir halt noch schreiben. Nur Höhen. Ja.